Herzlich willkommen, liebes Publikum, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast bei mir, mit dem ich mal über das ganze Thema Luft mich austauschen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ja viele Feststellungen jetzt unter den Corona-Bedingungen, merken wir, wie die Natur sich wieder erholt, die Luft wird besser. Es gibt auch diverse Messwerte, wie zum Beispiel CO2, die sich komischerweise trotz nachlassendem Fahrverkehr nicht verändern. Also das sind alles ganz spannende Themen, wo ich heute mal gern in einen Austausch gehen möchte mit dem Gründer der Firma Airnergy. Er hat sich schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Luft und uns Menschen und dem Leben befasst und freue mich heute auf Guido Birter. Hallo Guido. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, du hast schon gehört, ich finde das alles ganz interessant, was hier gerade so läuft. Also wenn wir jetzt gerade mal bei diesen Messwerten der Straßen darauf eingehen, was sagst du denn dazu? Also wir haben ja da Werte, die sich ja komischerweise nicht verändert haben, obwohl keine Autos mehr fahren. Also der beste Parameter ist letztendlich immer noch der Mensch, wie er mit der Luft klarkommt. Und es gibt die Existenz über Sauerstoff, Atem, Atmosphäre, muss man eigentlich präzise sagen. Da waren diese ganzen Messungen noch nicht da, da haben wir schon davon gelebt. Die Bäume, die Tiere, die Pflanzen und wir Menschen sowieso. Also von daher habe ich das nicht so mit den Parametern, außer die wirklich bewiesenen Parameter, die man in der Physik wiederfinden kann. 21% Sauerstoffanteil, 78% Stickstoff und man spricht immer von 1% Edelgasen. In diesen Edelgasen ist unter anderem 0,04% CO2 drin und in etwa auch die gleiche Menge relative Luftfeuchtigkeit, also Wasserdampf. Also das ist alles noch viel, viel entscheidender. Hört sich ja von der Prozentzahl jetzt nicht so an, als ob das CO2 jetzt so eine bahnbrechende Wirkung hätte. Ja, wir haben natürlich anhand dieser Medienberichterstattung der letzten 2-3 Jahre, glaube ich, wo das so hysteriert wird, kann man das so sagen? Ja, ja. Genau, haben wir uns immer gedacht, ja Mensch, wissen die denn gar nicht, wie viel normales CO2? Und das weiß keiner eigentlich. Also 0,04, das ist im Prinzip verschwindend gering. Und selbst wenn wir ganz Deutschland, Österreich und Schweiz industriell abgeschaltet hätte sich international, glaube ich, relativ wenig getan. Also das ist das, was uns als Fakten zugetragen wird. Was die Politiker daraus machen, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wir bei Airnergy haben erkannt, dass es gar nicht so entscheidend ist, immer nur auf den Reinheitsgrad zu achten, der Luft. Bei Wasser ist das natürlich was anderes, wenn der Quecksilber und ich weiß nicht, was alles mit eingebaut ist, eingeflossen ist. Aber bei der Luft ist es zum Glück nicht so, dass man großartig Schwermetalle einatmen sollte, obwohl das auch mittlerweile nachgewiesen ist, dass in der Luft auch viel Aluminium beispielsweise vorhanden ist. Aber das sind alles andere Themen. Wir bei Airnergy haben gesagt, wichtig ist, dass Energie in der Luft ist. So, und die Energie ist nun mal, oder die Energiequelle, um die Atemluft oder den Sauerstoff wieder aufzuladen, ist nun mal der Wald. Da passiert die Photosynthese. Da ist atmosphärisch eigentlich die ideale Bedingung, dass man schon sagen kann, der Wald, den sehen wir nicht als Ort, wo Sauerstoff produziert wird. Das muss man auch mal in Frage stellen. Wir glauben, der Sauerstoff ist immer da, aber der wird dann halt neu, nennen wir es mal, revitalisiert, aber ohne, dass er neu produziert wird. Aber der Sauerstoff ist nicht alles, weil wir haben beispielsweise Versuche machen lassen vom Professor Röber, der hat einen Raum genommen, da waren 21% Sauerstoff drinne. Normale Atmosphäre, alles wunderbar. Dann ist es aber so geblieben, dass wir die 21% in dem Raum gelassen haben, also 21% Sauerstoff. Da wurde die relative Luftfeuchtigkeit entzogen, nahe null, sofern möglich. Das heißt, die Menschen haben es nicht ausgehalten, obwohl trotzdem Sauerstoff da war. Also im Prinzip ein riesen Thema. Da also braucht man immer die Verbindung Wasser und Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff. Und. Wir atmen eigentlich nicht Luft und nicht Sauerstoff, sondern wir leben in einer Atmosphäre. Der Professor Jung, der 10 Jahre für uns den wissenschaftlichen Beirat geleitet hat, Fachbücher für uns geschrieben hat, ganz tolle Arbeit, haben einen Wissenschaftspreis von der IPO für bekommen, International Prevention Organization. Jetzt ist mir der Faden gerissen. Was hat der Professor Jung gesagt? Genau, danke. Willst du den Fisch im Wasser, den Fisch im Aquarium heilen, therapiere zunächst sein Wasser. Okay. Das heißt, wir Menschen leben zwar nicht im Aquarium logischerweise, aber wir leben auch von der Atmosphäre. Sondern wenn wir uns jetzt innerlich, gesundheitlich über Ernährung mit den richtigen Präparaten und Nahrung
gesund machen, aber giftige Luft einatmen, dann ist es das. Weil wir atmen am Tag, je nachdem, da streiten sich die Wissenschaftler, zwischen 8.000 und 20.000 Liter pro Tag atmet man Volumen, also Luftvolumen. Ich meine auch, dass man in Großstädten eine 2 Jahre geringere Lebenserwartung hat. Stimmt das, gell? Das hängt ja wahrscheinlich dann auch mit der... Gut, man kann jetzt, Wald wirkt ja wie ein Antidepressivum, dann der in den Wald geht, der bewegt sich natürlich auch mehr. Genau. Aber ich merke das schon auch, ich komme ja aus der Stuttgarter Gegend und wenn ich dann mit dem Fahrrad in den Kessel fahre, dann der Übergang von frischer Luft oben im Wald wirklich da rein, also du fährst wirklich durch eine Wand auf einmal und hast dann auch das Gefühl, keine Luft ist mehr groß da. Was habe ich denn jetzt für eine Möglichkeit, wenn ich in der Stadt lebe und ich merke, okay, die Luftqualität ist wirklich sehr eingeschränkt. Habe ich jetzt eine Möglichkeit, durch den Energy oder wie auch immer, den irgendwo zu platzieren? Genau. Im Haus oder wie funktioniert der überhaupt? Also das ist der Sinn unserer Technologie, dass man diese vitale oder gesunde Waldluft überall anwenden kann. Das soll auch irgendwann mal im Auto stattfinden. Wir haben schon einige hundert Ärzte in Deutschland alleine, weltweit ein paar tausend, die das einfach als Basistherapie, als Grundversorgung, als energetische Grundversorgung anbieten. Sondern das haben auch Unternehmen zur Prävention, zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Und ein paar tausend Familien haben es alleine in Deutschland auch zu Hause, um einfach zu Hause Prävention zu betreiben. Okay, wenn wir jetzt gerade bei Stuttgart waren und der Automobilbranche ist ja auch ein Zusammenhang da. Genau. Wo, wenn wir jetzt das Thema Automobilbranche mal in die Lupe, unter die Lupe nehmen, wo kann man das jetzt platzieren? Also was würde da jetzt Sinn machen und für wen vor allen Dingen? Ja. Also für wen? Für die Menschen, die atmen. Ja, okay. Und von Autofahren zwangsläufig. Bis 70 oder von 8 bis 108. Ich weiß nicht. Ja. Also wir Menschen müssen einfach mal verstehen, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr um das, was wir atmen, kümmern sollten. Viele Menschen wissen mehr, wie der Wein geartet ist oder was für ein Öl in den Motor reinkommt. Gerade in Stuttgart kann man das sagen. Da wissen die meisten Männer wahrscheinlich 15 W40 und so weiter. Aber wenn es um die Atemluft geht, dann ist eigentlich da schon im wahrsten Sinne die Luft raus. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal eine Broschüre, ein Ratgeber, es ist eigentlich ein 40-seitiger Ratgeber, den wir über die Atematmosphäre einfach mal definiert haben. Das soll im Prinzip früher oder später das kleine Atem-ABC werden, weil wir können über alles recherchieren. Aber wie man vernünftig atmet und was man atmet und wie man es verbessern kann, das gibt es im Prinzip nicht. Es gibt eine Website, lebendigeluft.de, so heißt die beispielsweise. Da gibt es allerlei Informationen. Da ist der kleine Atmos zum Download. Da sind auch ein paar Statements von Ärzten, weil, wie gesagt, es wird nicht nur präventiv eingesetzt, sondern es wird auch therapeutisch eingesetzt. Aber wir wollen nicht, dass Energy in dem Sinne ein Medizinprodukt ist, weil wir arbeiten mit Luft. Und Luft wird nie irgendwie eine Medizin in dem Sinne sein, auch wenn man das probiert mit dem separierten Sauerstoff. Also Energy revitalisiert die Atematmosphäre, die unmittelbare Atematmosphäre, so wie eine Klimaanlage halt die unmittelbare Atematmosphäre kühlt, eine Heizung wärmt. Allerdings beide Situationen, die auf Kosten von der relativen Luftfeuchtigkeit gehen und die brauchen wir dringend. Wenn ich jetzt ein Praxisbeispiel mal nehme, ich habe jetzt einen Lkw-Fahrer, der befindet sich viele, viele Stunden am Tag in seinem Auto oder Lkw. Was hat der jetzt für einen Unterschied, also mit Energy oder ohne? Wie kann er davon profitieren? Ja, also wieder ganzheitlich, weil Luft, Sauerstoff produziert Energie vom dicken Zeh bis in die letzte Haarspitze rein. So, und 20% der Energie, die wir aus der Atmosphäre aufnehmen, werden in etwa vom Gehirn verbraucht, muss man sagen. Das heißt, Konzentrationsfähigkeit ist ein Thema. Weniger Müdigkeit am Steuer dann auch? Natürlich, klar. Ja, Energiebildung. Schnellere Reaktionszeiten. Die Müdigkeit, die möchte ich gar nicht an, sondern die Konzentrationsfähigkeit. Du bist jetzt in den Thema Berufskraftfahrer eingestiegen, wo wir natürlich jede Menge Leute haben, die das nutzen, weil die halt auf dem Bock sitzen, wie man das so sagt in der Branche. Aber sensibilisiert wurden wir für diese Welt eigentlich, indem wir jede Menge Rennfahrer haben, Profi-Rennfahrer aus der Formel 1, aus der DTM, aus dem Motorradsport. Wir haben einen verrückten, mit Verlaub verrückten Stuntman, der ist mittlerweile 63, der hält 10 Speedrekorde, Mr. Hayabusa, das ist irgendwie was ganz Verrücktes, klar. Okay.
Aber dann haben wir auch einen Jensen Button, einen Rubens Barrichello dabei und die haben uns immer wieder bestätigt, dass sie das Gefühl haben, die können sich länger und besser konzentrieren. Okay. So, und die haben uns das subjektiv, wir wussten das natürlich, deswegen sind wir in die Welt reingegangen. Das heißt, eine Vision von Energy ist, in der wir eigentlich schon im gewissen Maß der Umsetzung ist, die Klima- und Lüftungssysteme von PKWs, LKWs und mit der vitalen Luft anzureichern. Das ist das Entscheidende. Also da ist aber einiges an Vorarbeit nötig gewesen. Da sind wir jetzt relativ nah dran. Und das hat natürlich auch was mit Produkthaftung zu tun, weil wenn man im Mercedes beispielsweise ein Knöpfchen drücken wird und dann wird jemand schwindelig werden und dann passiert was und man führt das aus irgendeinem Grund auf Energy zurück, dann hätten wir ein Problem. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen noch allerlei Sicherheitskriterien liefern und dann geht es los. Aber es sind schon viele richtige Rennwagen, wo das eingebaut wird und diese Leute sagen einfach länger konzentriert. Beim 24-Stunden-Rennen wird es eingesetzt, in Le Mans, in Spa, am Nürburgring und so weiter. Aber ich will das jetzt nicht zu motorsportlastig machen, aber es ist einfach da klar geworden, wie sehr die Menschen sich besser konzentrieren können. Wenn ich mich immer mal wieder, auch aus der Kindheit kenne ich das noch, wenn ich mich in neue Autos reingesetzt habe, wurde mir immer schlecht. Jo. Bis heute noch. Ich kriege Kopfweh. Und wenn es dafür mal eine Lösung gäbe, wäre ich schon mal persönlich dankbar. Ja? Oder weißt du vielleicht, woran das liegen könnte? Nicht im Detail, aber im Groben und Ganzen ja. Also es gibt in der Automobilindustrie mittlerweile sogar Duftdesigner, ob du das glaubst oder nicht. Die natürlich kenn ich aus dem Supermarkt auch. Ja. So, und das ist da so und wir müssen bedenken, da sind tausende unterschiedlicher Materialien drin. So, und die haben alle Ausdünstungen, ob das die Lederfarbe ist, ob das der Kunststoff ist, das dünstet alles aus. Wir haben bei Energy in der Kunststoff Menschen mit einem multiplen chemischen Syndrom, heißt das, glaube ich. Das sind Menschen, die können noch nicht mal zu Hause einen Teppich haben, keine Tapete an der Wand. Und selbst wenn die Energy atmen, dann sind die nach 2-3 Minuten, haben die schon erstmal genug. Das hilft denen und die trinken auch zusätzlich das Wasser, was bei Energy produziert wird oder aktiviert wird. Aber so verrückte Sachen gibt es halt. Also klar macht es Sinn, auch diese Reize, die da gesetzt werden im Pkw. Und letztendlich ist da auch natürlich ein bisschen Gift drin. Und das sollte man entsorgen. Okay, jetzt haben wir diese Ausdünstungen aus Kunststoffen und Giftstoffen. Die sind ja da. Ich meine, nicht umsonst kriegt man ja Kopfschmerzen. Was würde jetzt Energy machen damit? Einfangen und aus dem Fenster raus? Oder wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Also Energy kann erstmal gar nicht. Okay. Das ist der Mensch. Stell dir mal vor, du hast 2 Gläser Wasser auf dem Tisch stehen. Haben wir im Prinzip. Wir nehmen jetzt einen Würfelzucker in das kalte oder Raumtemperatur, Würfelzucker rein, der zerfällt nicht beispielsweise. So, dein Glas ist mit Energie angereichert in Form von Wärme. Wie ein Kaffee, dann wirft man ein Würfelzuckerchen rein, kommt unten am Boden an, 3-mal gerührt, sind die Wassermoleküle, Zuckermoleküle irgendwo in Verbindung gegangen. Und ähnlich ist das auch so ein bisschen mit der Luft. Es gibt, also der Sauerstoff muss Verbindungen eingehen können, dass er im Stoffwechsel funktionieren kann. So, und da müssen die Voraussetzungen geschafft werden, dass dieser Sauerstoff halt wieder besser verwertet werden kann. Und das macht Energy irgendwo, indem es im Prinzip wie eine Zentralheizung die Energie extern vorbereitet, die dann im Körper wirken kann. Früher hatte man die Heizungen im Wohnraum irgendwo drin, man hatte die Abgase drin und so weiter und so weiter. Und Energy arbeitet das im Prinzip extern vor. Aber du erwartest mir jetzt irgendwie ein riesenkomplexes Thema in diesem Bereich der Atemluft in wenigen Minuten irgendwo plausibel darzustellen. Wir haben das in 20 Jahren jede Menge Informationen bereitgestellt, aber immer noch nicht den Schlüsselmoment gefunden. Also um es kurz zu machen, Energy ist irgendwo ein Waldluftgenerator. Okay. Das sagen mittlerweile auch Ärzte vermitteln das an Patienten, die dann jetzt auch nicht in die Tiefe gehen wollen. Was sind Terpene, die Bodenstoffe im Wald und so weiter. Das brauchen wir alles zu Hause nicht. Also Energy bringt im Prinzip die energiegesunden Waldluft nach Hause, ins Büro, ins Auto, wo auch immer hin. Okay. So, da macht es alles. Wenn ich jetzt in einer Großstadt in Deutschland lebe, habe ich da die Möglichkeit zu sagen, ich tue mir jetzt nicht zwingend vielleicht das Gerät anschaffen, aber gibt es da Anlaufstellen, wo ich sage, ach komm, jetzt mache ich mal so eine Waldluftkur, weil ich habe jetzt gerade aktuell keinen Wald da oder schlechtes Wetter. Ich brauche jetzt einfach einen Energieschub. Ja, also erstmal empfehlen wir natürlich auch in den Wald zu gehen. Das ist 1000-mal, will ich nicht sagen besser in dem Sinn. Energy ist irgendwo eine Alternative für die Menschen, die es halt nicht können. Die 10 Stunden am Tag im Büro sitzen, in den schlechten Luftbedingungen da leben und ja ein paar 100 Liter jede Stunde dann einatmen.
letztendlich. Also man kann es mieten, man kann es kaufen, man kann es ausprobieren. Wir haben, wie gesagt, 300, 400 Standorte alleine in Deutschland. Wenn man zu uns auf die Website geht, airnergy.de, dann gibt es eine sogenannte Anbietersuche oder man braucht auch nur bei Google Airnergy Anbietersuche einzugeben und dann findet man eine Auswahl von Adressen. Da sind Ärzte dabei, da sind Heilpraktiker dabei, da sind Fitnessstudios dabei, Wellnessstudios, jede Menge Salzgrotten sind dabei, weil die auch längst verstanden haben, dass Salz, Luft, Waldluft ergänzt oder umgekehrt halt. Und da braucht man nur die Postleitzahl einzugeben oder den Wohnort und dann zahlt man halt für 10, 20 Anwendungen je 21 Minuten. Und da sage ich immer, das ist wie ein Getränk. Das kann man irgendwo, ich sag mal, am Kiosk zu sich nehmen. Da kriegt man das für 1 Euro. Ist es irgendwo im besseren Hotel oder Restaurant, wo auch immer, dann kostet es 4 oder 5 Euro. Und so ist es auch bei Airnergy. Das heißt, die komplette Range ist da. Aber man empfiehlt eigentlich, das kurativ zu machen, mindestens 20 Anwendungen. Also 1, 2, 3 Mal macht Sinn, aber nicht wirklich nachhaltig. Ja. Das Beste ist natürlich, wenn man so einen Luft- oder einen Waldluftgenerator zu Hause oder eine Firma hat. Ich stelle mir gerade vor, dass jetzt ein Unternehmer zum Beispiel, der eine Firma hat mit einem großen Großraumbüro, da gab es doch mal diese Studie, dass die Raucher effizienter arbeiten, weil sie einfach durchatmen. Jetzt diese Durchatmung, was sie durchatmen, das wissen wir, das ist jetzt nicht gesund, aber scheinbar hat dieses Durchatmen trotzdem geholfen, obwohl Giftstoffe eingeatmet wurden, dass die Konzentration und die Aufnahmefähigkeit in Folge wieder besser war. Ich glaube, Fraunhofer-Institut, ich bin mir nicht sicher, aber nur kurz. Wenn ich jetzt meinem Mitarbeiter, der jetzt kein Raucher ist, die Möglichkeit geben möchte, zu sagen, ich gebe dir auch was. Du kannst auch mal durchatmen. Dadurch verbessern wir den Sauerstofftransport, die Konzentrationsfähigkeit und ja, oder vielleicht auch für den Raucher, der danach sich wieder rehabilitieren kann. Das hätte ich halt im Anschluss gesagt. Genau, natürlich, so soll es ja sein, die kann man ja nicht, so schlimm ja, sind da hat die er ja doppelte Zeit eingeholt. Ja, also ich dachte eher so an den fairen Ausgleich für den Nichtraucher, aber gut. Also habt ihr Unternehmen, die das anwenden für ihre Mitarbeiter? Selbstverständlich, genau. Okay. Wir waren noch ganz knapp davor, bei SAP reinzukommen, weil Dietmar Hopp ist auch einer unserer offiziellen Referenzen seit, ich glaube, 2004. Und damals haben wir es probiert, da als Riesenunternehmen. Aber das war eine Nummer zu groß für uns, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir aber jede Menge Kleinunternehmen. Auch die Ärzte, die machen das ja nicht nur, um den Patienten das zu geben, sondern es sind einige dabei, die sagen, ich freue mich montags morgens, wenn ich an meinem Generator schnüffeln kann, sagt man dann oft. Die machen das natürlich auch um die Mitarbeiter. Jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir allerlei Rückmeldungen bekommen, weil natürlich hat die Arzthelferin genauso wie der Arzt, was ist wichtig, ein Immunsystem. Und wir haben weltweit Post bekommen ohne Ende, jetzt kommt ja eure Zeit und so weiter. Aber das ist ein großes Politikum, was da letztendlich stattfindet. Ich weiß, dass mit dem, wie heißt es, Chloroquin ist es ja letztendlich. Hydroxychloroquin. Genau, ja. Da ist ja drüben in den USA oder in Indien, das weiß man seit 60 Jahren, dass das funktioniert. Da gibt's auch eine. Aber die sind jetzt seit 2 Monaten dabei und versuchen da die Glaubwürdigkeit zu erreichen und die haben es bis heute nicht geschafft. Von daher sind wir jetzt bei Airnergy irgendwo ein bisschen entspannt. Wir haben es in 20 Jahren geschafft, auch viele, viele tausend Menschen davon zu überzeugen und manche sind sogar regelrechte Fans und denken, wieso weiß man das nicht früher, wieso wissen wir nicht mehr über die Luft. Also von daher sind wir entspannt und wir haben tolle neue Projekte gestartet, ganz konkret mit Brain Plus. Und da sind wir jetzt in der Zukunft, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und da werden wir das Bewusstsein über eine ganz andere Informationsquelle dann auch an die verbreiten, sagen wir es mal so. Ja, da verweise ich auch auf weitere Interviews, genau, wo wir noch machen werden. Ja. Bei dem Thema Hydroxychloroquin, da gibt es ja auch eine Verbindung zu Trump und ich meine, da gab es auch eine Geschichte mit deiner Firma und Trump. Ja, mit ihm persönlich in dem Sinne nicht, obwohl wir eine Unterschrift von ihm haben. Wir haben 2014 war das, glaube ich, haben wir von der American Academy of Hospitality Sciences einen Award bekommen. Und zwar den ersten 5-Star Green Award, den die rausgegeben haben. Das ist eigentlich eine Institution, die Kundendienstleistungen bewertet, also Hospitality Services in dem Sinne. Ja, und das wusste ich damals auch nicht. Wir bekamen dann das Zertifikat und siehe da, wer war damals Executive Ambassador oder sowas, also Ehrenmitglied und er hat es links unterschrieben. Das haben wir jetzt mal ein paar Jahre für uns behalten.
Aber jetzt gehen wir so langsam hin, denn es ist so, dass in den Staaten offensichtlich die Methoden, die hier noch nicht anerkannt sein dürfen sollen, oder wie auch immer, die sogenannten Außenseitermethoden, aber die werden doch da jetzt auch massiv ins Bewusstsein gebracht, ganz besonders auch mit dem UV-Licht, da kann man schon jede Menge mit erreichen und Energy ist ja Licht, Luft und Wasser. In Amerika nennen wir es LAW, L-A-W, Light, Air, Water. So, und da scheinen wir offensichtlich jetzt eine ziemlich starke Unterstützung zu bekommen. Aber da sind wir erstmal oder bleiben wir nach wie vor bodenständig. Wir konzentrieren uns jetzt auf Brain Plus und lassen uns überraschen, was da noch alles kommt. Aber nichts ist wichtiger in der Prävention als die Luft. Ich weiß, du kennst dich ja auch sehr mit Nahrungsthemen aus. Das ist jetzt nichts, wo wir uns mit Energy so sehr auseinandergesetzt haben, weil ein Arzt hat mal zu mir gesagt, er glaubt nicht, dass die Ernährung Einfluss auf die Gesundheit hat. Und dann habe ich das Thema dann irgendwo da gelassen und denke, Energy bzw. Luft hat sehr viel Einfluss auf die Gesundheit. Ja, also ich denke, vieles, was uns gut tut und von was wir überzeugt sind, hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Und dazu gehört eben die Atmung und auch die Ernährung sicherlich dazu. Und ehrlich gesagt, also sobald du ein gutes Gefühl hast, spielt es ja auch mit rein. Ja, es ist ja... Ja gut, du sprichst jetzt so ein bisschen die Placebo-Richtung an. Wir haben natürlich jede Menge Studien und HRV beispielsweise habe ich eben erläutert, die Herzratenvariabilitätsmessung, die Sympathikus-Parasympathikus misst, die lässt sich nicht wirklich manipulieren. Es sei denn, da fliegt ein Flugzeug vorbei und. Aber wir wissen nach ein paar tausend Messungen, was ist Placebo, was nicht. Aber wir bei Energy sagen auch immer, ob wir 10 oder 50% Placebo-Anteil haben, ist uns im Prinzip egal, solange wir eine Wirkung nachweisen können. Und wir haben natürlich Placebo-kontrollierte Beobachtungen und Studien gemacht. Heute sagt man, wenn man nicht mindestens 100.000 Menschen studiert, in dem Sinne ist das keine Studie. Deswegen sagen wir, okay, das sind dann halt Praxisbeobachtungen, aber das haben wir alles nachgewiesen. Und letztendlich muss man ja auch mal überlegen, was hat man zu verlieren? Man hat ein bisschen Geld zu verlieren, weil wenn man sich so ein Gerät zu Hause hinstellt in der Familie, je nachdem, was man haben will, bleiben wir bei Mercedes, A, B, C-Klasse und so weiter. Und wir haben im Prinzip eine A-Klasse haben wir in dem Sinne nicht. Das macht noch keinen Sinn. Aber wir haben eine C-Klasse, eine E-Klasse und eine S-Klasse im Prinzip. So, und selbst die S-Klasse, wenn man sich die kaufen würde im Rahmen einer Finanzierung oder einem Leasing, dann sind das irgendwo 7, 8 Euro pro Tag. Und das Einsteigergerät, das Basis-Plus-Gerät oder das Brain Plus-Gerät, das kriegt man für 3,50 Euro am Tag. Also brauchen wir nicht mehr über Geld zu sprechen. Wenn ich mich darüber informieren möchte, jetzt als Zuschauer, dass ich sage, okay, ich muss mich da jetzt erstmal reinlesen, wo kann ich da jetzt drauf zurückgreifen? Genau, also das ist das Probieren geht über Studieren, sagen wir bei Energy mittlerweile. Und man muss einfach mal lernen. Und jeder sollte mal den kleinen Atmos, das ist ein Ratgeber, ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, der ist 40-seitig, den sollte man einfach mal Wo finde ich den? Bei der Website energy.de, aber einfacher zu merken ist lebendigeluft.de. Das ist der kleine Atmos, da sind allerlei Videostatements von Ärzten und so weiter. Da hat man schnell einen Überblick. Sehr schön, dann kann ich mich mit dem Thema Luft nochmal neu befassen auf einer anderen Ebene. Atematmosphäre, um es zu präzisieren, bitte. Atematmosphäre, sehr schön. Genau, weil Luft ist weit mehr. Luft ist reduziert, wie Wasser auch. Professor Pollack, mit dem wir ja auch in gewissen wissenschaftlichen Situationen zu tun haben, der sagt ja, Wasser ist weit mehr als nur H2O oder umgekehrt. Okay, aber wir haben eine Buchempfehlung. Also wir sind gespannt, noch weitere Interviews machen wir auf jeden Fall noch zusammen. Schön, dass du da warst. Danke. Wir haben jetzt nochmal einen neuen Rundumblick bekommen. Und ja, viel Erfolg weiterhin noch bei deiner Arbeit. Danke. Gerne. Liebe Zuschauer, das war jetzt auch mal wieder in der Atematmosphäre ein Einblick in das ganze Thema, wo wir überall frische Luft und benötigen und unsere Atmung eben einsetzen. Den ganzen Tag, von morgens bis abends, unser ganzes Leben lang. Deswegen ist es einfach auch ein ganz wichtiges Thema, was wir weiterhin im Auge behalten sollten. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen Überblick darüber geben konnte. Bleiben Sie wachsam, hinterfragen Sie alles kritisch, probieren Sie aus und ich freue mich auf weitere Sendungen. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.